Hallo und willkommen zurück auf dem Kanal, Leute. Ich hoffe, ihr habt alle einen fantastischen Tag. Wenn ihr noch nicht abonniert seid und folgt, dann macht das jetzt unbedingt. Dieser Kanal liefert euch die echten Krypto-Infos, bevor sie Mainstream werden. Gerade passiert etwas sehr Wichtiges und die meisten Leute verstehen immer noch nicht, was sie da eigentlich sehen. Während die Timelines voller Panic, Red Candles und Bear Market Narratives sind, positioniert sich Institutional Capital leise unter der Oberfläche. Der Disconnect zwischen Sentiment und Capital Flows war selten so breit und historisch markiert genau diese Divergenz das Ende einer Phase und den Transition am Makro-Layer. In den letzten Monaten hat Crypto 5 consecutive Red Months gedruckt, Oktober, November, Dezember, Januar und unless etwas Dramatisches shiftet, schließt February auch Red. Social Media liest das als Weakness, Retail Psychology liest das als Confirmation, dass der Cycle over ist. Aber Märkte werden nicht durch Emotion driven, sie werden durch Liquidity, Positioning und Regulation driven. Dieses Exact Pattern ist schon früher aufgetreten. 2014 hat der Markt 5 consecutive Red Months gedruckt. Sentiment collapsed, Narrative is died. Participants exited in exhaustion. Was folgte, war nicht Prolonged Decay. Es war eine der violentesten Recovery Expansions in der Early Crypto History. 2018 haben wir 6 consecutive Red Months gesehen. Diese Periode fühlte sich terminal an. Yet from those lows hat Bitcoin eine 300% Expansion über das folgende Cycle Window geliefert. Das Pattern ist nicht mystical, es ist structural. Prolonged red sequences exhaust sellers. Weak hands exit. Long-term capital accumulates. Volatility compresses. Dan returns liquidity. Und price represet aggressively upward, while supply quietly absorbed wurde. Right now, reinforce on-chain data diesen dynamic. Exchange outflows sind elevated. Coins leave trading venues und move into cold storage. Das ist kein speculative behavior. Das ist strategic positioning. Wenn Assets off exchanges move, werden sie less liquid. Reduced float in einer future liquidity expansion create a symmetric upside pressure. Der Markt schreit Accumulation, während die Crowd Fear schreit. Und diese Divergenz matters. Jetzt Layer Macro on top. Globale Liquidity Conditions stabilisieren sich. Central Banks transitionieren von aggressive Tightening zu Neutral Postures. Die US Treasury Issuance Dynamics, global M2 Trends und Forward Expectations on Rate Policy akzelerieren no longer restrictive pressure. Crypto bottomt nicht, wenn Sentiment improves. Es bottomt, wenn Liquidity aufhört zu deteriorate. Wir sind in diesem Transition Window, aber Macro-Liquidity allein unlockt nicht die Next Phase. Regulation tut es. Jahrelang hat Crypto in den United States in Regulatory Ambiguity existiert. Institutionen operieren unter Fiduciary Obligations. Sie können kein Capital allocaten in Assets, deren Classification legally uncertain bleibt. Capital bewegt sich nicht ohne Clarity. Hier wird der Clarity Act pivotal. Der Clarity Act zielt darauf ab, Digital Assets innerhalb Structured Legal Categories zu definieren. Er unterscheidet zwischen Commodities und Securities. Das klingt procedural, aber es ist foundational. Sobald Classification established ist, wird Regulatory Jurisdiction predictable. Compliance Frameworks werden buildable, Custody Standards werden institutionalized, das Haus hat den Bill mit overwhelming bipartisan support passed, Momentum im Senate advances, Regulatory Leaders haben publicly Proximity to Resolution signalisiert. Das ist kein speculative Chatter, es ist legislative Progression. Sobald Clarity codified ist, face institutions no longer existential regulatory risk beim Deployen von Capital. Sie move. Und wenn Institutions move, announce sie es nicht mit Enthusiasm, sie execute es mit Filings. Hier enters XRP die Conversation. Denn während das Retail Narrative debattiert, ob wir in einem Bear Market sind Institutional Products tied directly to XRP schon live, funded und expanding. Franklin Templeton hat über 118 Millionen XRP innerhalb einer Regulated ETF-Structure akkumuliert, trading on the New York Stock Exchange unter dem Ticker XRPZ. Bis Year-End hat diese Allocation $250 million in Value approached. Das ist keine Theoretical Demand, das ist Disclosed, Regulated Exposure. Institutional Capital chase it, nicht Momentum. Es bildet Exposure before Momentum returns. Canada's Purpose Investments hat sowohl XRP als auch Solana ETF Vehicles launched, Publicly Conviction in diesen Assets als Part des Next Digital Infrastructure Cycle signalisiert. CoinShares continues preparing sein Spot ETF Framework. Volatility Shares hat den Launch Timeline seines Leveraged XRP Product advanced. Das sind keine Fringe Operators. Das sind Regulated Asset Managers, die Capital innerhalb Compliance Boundaries deployen. Und dann kommen wir zum Heavyweight. T. Rowe Price, managing approximately $1.8 trillion in Assets, hat für einen Active Crypto ETF filed, der XRP Exposure included. Wenn Firms dieser Scale Product Frameworks prepare, tun sie das mit Strategic Foresight. Sie experimentieren nicht casually. Das Regulatory Response Window approaches. When approved, könnte der Product Launch Institutional Participation far beyond what current retail sentiment anticipates catalyze.
Wir haben diesen Dynamic gesehen, als BlackRock's Bitcoin ETF approval gained, price represet rapidly before most retail participants, den structural shift fully processed. Institutional access changes liquidity composition und liquidity composition changes price structure. Jetzt imagine diesen structural shift nicht nur auf Bitcoin, sondern auf XRP innerhalb einer clarified regulatory environment applied. Das ist das Szenario, das sich beneath the noise formt. Das geht nicht um Hype, es geht um Plumbing. Capital markets require classification, custody und product wrappers. Der Clarity Act provide classification. ETFs provide wrappers. Custodians provide institutional grade security. Sobald diese Components alignen, gains capital, das Years sidelined war, operational permission to allocate. Die Crowd fokussiert auf Candles. Institutions fokussieren auf Infrastructure. Und Infrastructure is nearly complete. Warum matters das für den broader Kryptomarkt? Weil Cryptos Next Phase nicht Retail-led sein wird. Es wird Balance Sheet-led sein. Die First Cycles wurden durch Early Adopters und Speculative Retail Enthusiasm driven. Der Next Cycle wird durch Pension Funds, Endowments, Sovereign Allocations und Asset Managers driven, die Diversification in einem Digitizing Financial System suchen. Tokenization is no longer theory. Major financial institutions bauen On-Chain Settlement Systems. Stablecoin frameworks expand globally. Governments explorieren digital currency architecture. Capital markets infrastructure migrates toward blockchain rails. Crypto evolviert von Narrative Speculation zu Financial Plumbing. In diesem Environment werden Assets mit Regulatory Clarity und Institutional Compatibility Primary Beneficiaries. XRP sitzt direkt an dieser Intersection. Es wurde around Cross-Border Liquidity und Institutional Settlement Efficiency gebaut. Jahrelang hat Regulatory Uncertainty Adoption Momentum in den United States suppressed. Diese Uncertainty dissolving, sobald Legal Classification solidified ist, wird XRPs Use Case invaluable ohne Existential Compliance Risk. Das changes how institutions es modeln. Der Institutional Angle geht nicht um Speculative Upside. Es geht um Infrastructure Allocation. Large Asset Managers construct portfolios around themes. Artificial Intelligence, Energy Transition, Emerging Markets, Digital Infrastructure. Blockchain-based settlement networks fall into den Digital Infrastructure Thesis. Wenn XRP als Bridge Asset innerhalb Regulated Frameworks positioniert ist, wird es eligible für Thematic Allocation Models. Selbst eine Fractional Allocation Shift von Multi-Trillion-Dollar Asset Pools translate into significant inflow relative to XRP's Market Capitalization. Capital muss nicht fully commit, um Markets zu reprice. Es muss nur tilt. Consider eine 0,25% Allocation Shift across diversified institutional portfolios, sobald Regulatory Clarity established ist. Dieser Marginal Reweighting könnte Billions in Incremental Demand represent. Und Demand in einer Reduced Liquid Supply Environment create Convex Price Dynamics. Jetzt examine den Regulatory Angle closer. Jahrelang hat Ambiguity zwischen SEC und CFTC Hesitation created. Firms hesitated, products zu launchen, banks hesitated, assets to custody. Compliance Departments advised caution. Clarity reduziert Legal Tail Risk. Sobald Classification finalized ist, können Compliance Frameworks standardized werden. Audit Structures können formalized werden. Insurance Underwriting wird easier. Derivative Markets deepen. Depth begets liquidity. Liquidity begets stability. Stability begets larger capital participation. Märkte mature durch Structure, nicht Enthusiasm. Deshalb ist der Clarity Act more important als short-term price volatility. Jets address short-term outlook. Technically precede prolonged red monthly sequences, often relief rallies. Oversold conditions combined MIT improving liquidity create bounce dynamics. Bitcoin finding structural support around major psychological levels is consistent mit prior cycle behavior. Wenn Bitcoin stabilizes und Momentum in higher ranges reclaimed, follow altcoins typically mit beta amplification. XRP demonstrates historically explosive catch-up moves during risk-on transitions. Wenn Liquidity outward von Bitcoin Dominance rotatis, sucht Capital Assets mit both Narrative Strength und Structural Catalysts. Right now besitzt XRP both. Institutional Product Launches create Narrative Strength. Regulatory Clarity creates Structural Catalyst. Diese Combination rarely aligned during periods von Depressed Sentiment. Short-Term Volatility bleibt. Märkte transitionieren nicht cleanly, es wird Skeptizismus geben, es wird Retracements geben, aber die Asymmetry shiftet. Der Long-Term Outlook extends beyond price targets. Wenn Bitcoin even partial realization von aggressive long-term projections achieve, würde broader crypto market capitalization materially expand. In solch einem environment, capture assets integrated into institutional frameworks disproportionate flows. XRP's integration into ETF structures, combined MIT regulatory normalization, increases die probability von sustained institutional participation rather than speculative spikes.
Das ist der Difference zwischen Cycles von Hype und Cycles von Adoption. Jetzt lay Psychology back into the equation. Der Markt fühlt sich exhausted. Participants, die near highs gekauft haben, haben capitulated. Social engagement metrics sind declined. Media coverage hat cooled. Das ist historically where structural accumulation occurs. Institutions chasen keine Euphoria. Sie bilden during apathy. Recent large over-the-counter transfers suggest accumulation channels, die Spot Volatility bypassen. Das ist typical institutional behavior. Large orders werden off-exchange executed, um price distortion zu avoiden, dann warehoused before public product launches. Retail sieht red candles. Institutions sehen discounted entry points before regulatory unlock. Diese Divergenz wird nicht indefinitely persistieren. Sobald ETFs Traction gainen und Headlines toward adoption rather than litigation shift, pivotiert Sentiment rapidly. By the time Mainstream Coverage das Narrative reframe it, wird Price schon adjusted haben. Das ist die Nature von Reflexivity. Liquidity precedes Headlines. Headlines attract late liquidity. Die question ist nicht, ob Volatility near term continues. Sie wird. Die question ist, ob structural forces beneath dieser Volatility alignen. From a macro perspective sind die Ingredients present. Liquidity stabilization, regulatory progression, institutional product frameworks, reduced exchange supply, sentiment exhaustion. Diese combination rarely appears at market tops, sie appears near transitions. Und Transitions sind, where asymmetric opportunity lives, lassen wir das mit Clarity zusammenbringen. 5 consecutive red months haben Participants conditioned continuation von pain zu expecten. History suggests das opposite often follows solchen compression phases. On-chain data confirms coins migrate into long-term storage. Das reduziert tradable supply. Der Clarity Act advances toward codified regulatory definitions. Das reduziert legal uncertainty. Major asset managers haben already launched oder filed für XRP-linked products. Das confirms institutional intent. Individuell ist jeder dieser Factors constructive. Collectively formen sie einen structural pivot. Das garantiert keine immediate vertical price expansion. Märkte move rarely in straight lines. Aber es materially shifted die probability distribution von outcomes over medium to long term. The most powerful rallies emerge from disbelief. 2014 were disbelief total. 2018 were exhaustion complete. In both cases delivered recovery phases outsized returns relative to perceived risk at the lows. Today's environment rhymes amid diesen periods. Institutional adoption ist nicht laut, es ist procedural. Es shows up in filings, approvals, custody partnerships und capital allocation statements. Retail wartet auf confirmation. Institutions act on probability. Wenn regulatory clarity passes und additional ETFs successfully launchen, transitions XRP von contested asset zu integrated financial instrument. Dieser Shift expands seinen addressable capital base exponentially. Capital, das previously nicht participate konnte wegen mandate restrictions, gains access. When accessibility increases, evolve valuation frameworks. Analysts beginnen network utility zu modeln, portfolio managers beginnen correlation benefits zu assessen, derivatives desks beginnen hedging products zu constructen, liquidity deepens. At that stage, mag volatility structurally compress, making this asset more attractive to conservative allocators, so mature Märkte. Short-term mögen wir Bitcoin eine Base establishen sehen, before advancing into higher consolidation ranges. Altcoins könnten follow mit higher Beta-Reactions. Medium-term werden ETF-Flows der Metric to watch. Early inflow acceleration often precedes broader institutional reallocation. Long-term, when digital assets continue integrating into traditional finance architecture, werden assets positioned within regulatory clarity frameworks foundational components rather than speculative outliers. Das ist nicht blind optimism, es ist recognizing structural inflection points. Why approaching one? Wenn Legislation mit Infrastructure und Capital simultaneously alignet, kann Repricing faster occur than consensus expected. Es wird Skeptizismus geben, es wird Volatility geben. Aber sobald Capital Flows meaningfully expand, tends die Reacceleration-Phase sudden zu fehlen. Und by the time Retail comfortable field, narrows die Asymmetry. Das ist, warum Periods wie diese matter. Nicht weil Price exciting ist, sondern weil Structure quietly changing ist. Positioning during structural change had historically cycle winners defined. Das Money wartet nicht auf social confirmation. Es anticipates regulatory resolution, builds exposure durch compliant vehicles und scales, when liquidity conditions permit. Wir watchen diesen Prozess in real time unfolden. Ob man participate choose ist eine personal decision. Risk management remains essential. Allocation discipline remains critical. Aber ignoring structural alignment because sentiment feels negative had rarely in macro cycles rewarded worden. Pay attention to capital flows, pay attention to legislation. Wenn ihr Value in today's Breakdown gefunden habt, vergesst nicht, das Video zu liken und zu subscriben.